Hey Leute, heute eine kleine Ergänzung zu meinem Verteilergetriebe-Projekt. Die in dem letzten Video beschriebenen Antriebsanpassungen möchte ich euch diesmal von unten präsentieren. Für detailliertere Informationen schaut euch bitte das letzte Video zu diesem Thema an. Hier habe ich noch ein Video gefunden, welches den Wagen von unten zeigt. Es ist zwar eigentlich älter als das letzte, aber es ist immer noch der gleiche Fortschritt. Bis auf das auf dem anderen die Lackproben drauf waren, aber das ist ja für dieses Projekt nicht relevant. Hier sehen wir das originale Differential. Der hintere Teil der Gelenkwelle ist ebenfalls original. Und der vordere, wie im letzten Video beschrieben, wurde angepasst. Die beiden Verteilergetriebeflansche wurden, ja wie schon beschrieben, untereinander getauscht. Der L322 Verteilergetriebe-Hilfsrahmen ist provisorisch installiert. Generell der ganze Rahmen ist provisorisch. Wenn sich der Antrieb in der E53-Karosserie als praktikabel zeigt, dann muss hierfür ein spezieller Hilfsrahmen gebaut werden, denn so in der Form mit dem L322 Rahmen würde das mit der Abgasanlage auch gar nicht passen. Und auch hier die vordere Gelenkwelle. Also die kommt aus dem L322. Das Gleichlauflager zum Differential ist auch original L322 und das Gleichlauflager am Verteilergetriebe ist vom L322 ebenfalls, allerdings sitzt das eigentlich an der hinteren Gelenkwelle. Deswegen war ja auch hier diese Anpassung notwendig. Am Vorderachsdifferential sehen wir auch schon meine provisorische Adapterscheibe. Nun haben wir erstmal wieder alles aus allen Perspektiven gesehen. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Ja, und wenn euch allgemein meine Videos interessieren, euch gefallen, dann Daumen hoch, Glocke aktivieren und abonniert den Kanal. Dann bleibt ihr informiert. Bis dann.